1968. Mehmet Ökçenökçen wohnte seit 7 Jahren in Gelsenkirchen. Bett 3 von 4 in einem Wohnheimzimmer auf dem Gelände einer Zeche im Ruhrgebiet. Er arbeitete im Schichtdienst. Auf dem kleinen Roulette-Tisch neben seinem Bett lag ein Sparbuch und ein Foto, das niemand außer ihm in diesem Zimmer kannte. Er hatte das Foto 1961 mitgebracht. Es war das einzige Objekt aus seinem vorherigen Leben, das er regelmäßig in der Hand hielt. 1968 sprach er noch nicht von Deutschland als seinem Zuhause. Er sprach von hier und von dort. 7 Jahre war eine lange Zeit, um an einem Ort zu leben, den man weiterhin hier nannte. 1961. Die Bundesrepublik suchte Arbeitskräfte für ein Wirtschaftswunder, das mehr Hände brauchte, als sie selbst hatte. Am 30. Oktober 1961 wurde das Anwerbeabkommen mit der Türkei unterzeichnet. Am 24. September desselben Jahres war bereits ein erster Zug mit 68 Personen von Istanbul nach Deutschland abgefahren. Wer mitfahren wollte, musste durch eine medizinische und fachliche Prüfung. Nicht jeder, der wollte, durfte. Mehmet Ökçen bestand diese Prüfung 1961. Er war einer von rund 640.000 Menschen, die in den folgenden 12 Jahren auf diesem Weg nach Deutschland kamen. Bevor wir weitergehen, wenn diese Geschichte für dich zählt, überleg dir, den Kanal zu abonnieren. Was Mehmet Ökçen in Gelsenkirchen fand, war ein Bett, eine Stelle als Hilfsarbeiter und ein Tagesablauf, der aus 3 Stationen bestand. Wohnheim, Fabrik, Wohnheim. Dazwischen lag kaum etwas anderes. Historische Zeitzeugenberichte aus dieser Gruppe beschreiben übereinstimmend dieselbe Struktur: 4 bis 6 Personen pro Zimmer, firmeneigene Unterkünfte auf dem Werksgelände, eine geografische Trennung von der deutschen Bevölkerung, die nicht zufällig war, sondern Teil der Planung. Kontakt zu deutschen Kollegen war wegen der Sprache selten. Mehmet Ökçen sparte. Dokumentierte Berichte über Gastarbeiter dieser Generation zeigen, dass viele bis zu 2/3 ihres Einkommens regelmäßig in die Heimat überwiesen. 1972 glich allein die Türkei ihr gesamtes Handelsbilanzdefizit mit der Bundesrepublik durch solche Überweisungen aus. Was blieb übrig für ein eigenes Leben in Deutschland? Wenig. Das war kein Versehen. Das war der Plan, an dem Mehmet Ökçen selbst festhielt, solange er noch glaubte, dass das Leben, das er aufbaute, ein vorübergehendes war. Bevor du verstehen kannst, warum Mehmet Ökçen seine Stellung in der Fabrik so widerspruchslos hinnahm, musst du verstehen, was Anwerbung in den 1960er Jahren institutionell bedeutete. Die Vermittlung lief über Außenstellen der Bundesanstalt für Arbeit in Absprache mit deutschen Unternehmen, die genau festlegten, wo geringe Vorkenntnisse ausreichten. Und genau dort wurden Gastarbeiter eingesetzt. In der Türkei war Mehmet Ökçen der älteste Sohn gewesen, der über das Land seiner Familie entschied. In Gelsenkirchen war er einer von vielen, deren Namen die Personalabteilung nicht immer korrekt aussprach. Dokumentierte Berichte zweiter Generation beschreiben diesen Rollenwechsel als eines der am wenigsten ausgesprochenen, am stärksten gespürten Elemente der gesamten Anwerbeerfahrung. Der Mann, der zu Hause Entscheidungen traf, wurde hier zu einer Nummer auf einer Lohnliste, die ein Vorarbeiter unterschrieb. Zurück zu Mehmet Ökçen. Was er nun tat, ergibt vor diesem Hintergrund einen anderen Sinn. Was bedeutete dieser Rollenverlust für das, was er seiner Familie über sein Leben in Deutschland schrieb? Und was er ihr nicht schrieb? Sprache fehlte, Integration fehlte. Aber unter sich selbst bauten Mehmet Ökçen und die Männer in seinem Wohnheim etwas auf, das die deutschen Behörden nicht geplant hatten. Eine eigene parallele Alltagsstruktur.
Dokumentierte Berichte aus dieser Zeit beschreiben improvisierte Gebetsräume in Wohnheimkellern, gemeinsames Kochen in den wenigen verfügbaren Küchen, das Teilen von Nachrichten aus der Heimat, lange bevor Zeitungen aus der Türkei regelmäßig verfügbar waren. Freundeskreise entstanden nicht aus Wahl, sondern aus Notwendigkeit. Wer im selben Zimmer schlief, war auch derjenige, mit dem man sprach, aß und gelegentlich stritt. Die katholische und evangelische Wohlfahrt richtete ab Mitte der 1950er Jahre erste Sozialbetreuungsstellen ein. Nicht aus Zufall, sondern weil die Isolation, die das System produzierte, irgendeine Form von Auffangstruktur erforderlich machte. Mehmet Ögüntur lernte in diesen Jahren mehr Türkisch von Männern aus anderen Regionen der Türkei, als er je zuvor gehört hatte. Die Anwerbung hatte Menschen zusammengebracht, die sich in der Türkei selbst nie begegnet wären. Was bedeutete es, dass die engste Gemeinschaft, die Mehmet in Deutschland aufbaute, eine war, die es ohne diese Anwerbung nie gegeben hätte? Was die Briefe, die Mehmet Ökçok nach Hause schickte, enthielten, war dokumentiert, soweit Familien solche Briefe aufbewahrt haben. Berichte über Lohn, über Gesundheit, über das Wetter. Was sie nicht enthielten, lässt sich nur aus dem schließen, was später in Interviews mit der zweiten Generation ausgesprochen wurde. Dokumentierte Berichte zweiter Generation beschreiben übereinstimmend, dass die erste Generation selten von der tatsächlichen Härte der Wohnsituation, von Diskriminierungserfahrungen oder von der eigenen Einsamkeit schrieb. Ein Sohn eines Gastarbeiters, geboren 1970 in Hamburg, beschrieb diese Lücke später öffentlich als Teil eines ohrenbetäubenden Schweigens rund um die Erfahrungen der ersten Generation. Mehmet Ökçok schrieb 1968 in einem Brief, dass es ihm gut gehe. Was gut in diesem Kontext bedeutete, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Es ist eine der Lücken, die in keiner Akte stehen. Was war es, das er nicht schreiben konnte oder nicht schreiben wollte? Mehmet Ökçok war 1961 als Gast gekommen. Das Wort stand wörtlich im Begriff. Die Anwerbung war auf Zeit gedacht, von beiden Seiten. Was die Bundesrepublik bis in die 1970er Jahre offiziell nicht anerkannte, war, dass dieses Modell für eine erhebliche Zahl der Angekommenen nicht eintraf. Dokumentierte Statistiken zeigen die Verschiebung selbst. Von rund 330.000 ausländischen Arbeitnehmern 1960 auf 2,6 Millionen 1973. Mit längerem Aufenthalt kam es zu verstärktem Familiennachzug, ein Prozess, der das ursprüngliche Modell der Rückkehr faktisch widerlegte, ohne dass die institutionellen Bezeichnungen sich änderten. Mehmet Ökçok blieb auch nach dem Anwerbestopp von 1973. Er war zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre in Deutschland. Er wurde weiterhin Gastarbeiter genannt, eine Bezeichnung, die für einen Zustand stand, den er längst nicht mehr lebte. Was bedeutete es für jemanden, über ein Jahrzehnt lang ein Gast genannt zu werden, an einem Ort, an dem er inzwischen sein halbes Erwachsenenleben verbracht hatte? Die Trennung von der deutschen Gesellschaft war keine Entscheidung gegen Kontakt. Sie war das Ergebnis einer Struktur, die Kontakt gar nicht vorgesehen hatte. Die firmeneigenen Baracken, die Schichtarbeit, die fehlenden Sprachkurse, all das war so organisiert, dass Mehmet und seine Mitbewohner ihre Arbeitskraft lieferten, ohne dass ein Mechanismus existierte, durch den sie zu einem Teil der Gesellschaft wurden, in der sie lebten. Das Bleiben war ebenfalls keine plötzliche Entscheidung. Es war das Ergebnis vieler kleiner, einzeln rationaler Entscheidungen. Ein weiteres Jahr Ersparnisse, eine bessere Wohnung, ein Kind, das eine deutsche Schule besuchte
und Deutschland inzwischen besser kannte als die Türkei. Jede einzelne dieser Entscheidungen ergab Sinn. Zusammengenommen ergaben sie ein Leben, das niemand von Anfang an geplant hatte. Weder Mehmet Cebenföllern-Oynten selbst, noch der Staat, der ihn angeworben hatte. Mehmet U&S Kinder wuchsen in Deutschland auf. Sie waren in keinem Sinn migriert. Sie waren hier geboren. Trotzdem, das beschreiben dokumentierte Berichte der zweiten Generation übereinstimmend, galten sie der deutschen Mehrheitsgesellschaft als fremd, weil ihre Eltern als Gastarbeiter galten. Sie wurden Gastarbeiterkinder genannt. Eine Bezeichnung, die ihnen eine Migrationsgeschichte zuschrieb, die sie selbst nie erlebt hatten. Ein in Hamburg geborener Sohn eines Gastarbeiters beschrieb später öffentlich, dass die Ausgrenzung bereits im Sprachgebrauch begann. Man galt als die anderen, unabhängig von der eigenen Biografie. Was die Kinder von ihren Eltern über die Anfangsjahre wussten, war oft lückenhaft, Bruchstücke, die durch das Wenige zusammengesetzt wurden, was die Eltern erzählten, und durch das, was sie selbst beobachteten. Einen Vater, der pünktlich war, der wenig Krankheitstage nahm, der dankbar für die Arbeit blieb, ohne dass die Kinder genau wussten, wofür diese Dankbarkeit tatsächlich stand. Was bedeutete es, mit einer Dankbarkeit aufzuwachsen, deren Ursprung man nicht vollständig kannte? Mehmet Yuksch ist in den verfügbaren Zeitzeugenquellen, auf die sich diese kompositäre Rekonstruktion stützt, nicht über das Jahr 1980 hinaus weiter nachverfolgbar. Wie bei den meisten Männern seiner Generation existiert kein durchgängiges individuelles Archiv, sondern ein Muster, das sich aus tausenden ähnlichen, einzeln dokumentierten Biografien zusammensetzt. Was in den Akten steht: eine Anwerbung 1961, eine Beschäftigung in der Ruhrgebietsindustrie, ein Verbleib über den Anwerbestopp von 1973 hinaus, eine Familie, die nachzog. Was in den Akten nicht steht, was er empfand, als er erkannte, dass vorübergehend zu seinem tatsächlichen Leben geworden war. Heute leben mehr als 2,7 Millionen Menschen mit türkischer Familiengeschichte in Deutschland. Die größte Einwanderergruppe des Landes, inzwischen in der 3. und 4. Generation. Die Kinder und Enkel dieser ersten Generation bauen, wie es ein Bundespräsident 2021 formulierte, an diesem Deutschland weiter. Als Ärztinnen, Unternehmer, Richterinnen, Wissenschaftler. Was sie tragen, ist zum Teil dokumentiert, zum Teil nicht. Das ist das danach, das weitergeht. Wenn dieser Kanal weiter dokumentieren soll, was aus Menschen wurde, nachdem das passiert war, was passiert war, abonniere ihn.